Hallo zusammen! In diesem Video erkläre ich euch, was die neue Stehleuchte Neo und Neo Plus alles kann und was dieses Produkt zu etwas Besonderem macht. Ein klares Highlight ist, dass sämtliche Neo-Stehleuchten bereits vorbereitet sind für My Data Analysis und die Regent Cloud. Ein entsprechendes Modul ist bereits serienmäßig in jeder einzelnen Stehleuchte verbaut und muss später nur noch aktiviert werden. Was das im Smart Building alles ermöglicht, dazu später noch mehr. Das erste, was auffällt, ist, es gibt Neo und es gibt Neo Plus. Neo ist die Standardausführung und bietet mit mikroprismatischer CLD-Lichttechnik normgerechte Leuchtdichten. Neo Plus hingegen bietet dank der neuen, von Regent entwickelten, präzisen CLD-Plus-Folie Leuchtdichten von weniger als 1500 Candela pro Quadratmeter. Das ist insbesondere wichtig für besonders anspruchsvolle Sehaufgaben, zum Beispiel wenn jemand stundenlang auf ein Blatt Papier schauen muss oder wenn Farb- und Detailwahrnehmung am Bildschirm eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise bei CAD-Anwendungen. Die asymmetrische Lichtverteilung verteilt das Licht ideal. Anstatt dass Neo einfach senkrecht nach unten und oben leuchtet, haben wir die LEDs für den Indirektlichtanteil in einem 45-Grad-Winkel verbaut, sodass nicht der Fuß der Leuchte, sondern der Arbeitsplatz optimal ausgeleuchtet wird. Das gilt sowohl für Neo als auch für Neo Plus. Was auch beide haben, sind jeweils zwei Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Das hat den Vorteil, dass beide Arbeitsplätze separat detektiert werden können. Zwei Signal-LEDs können optional im Zusammenhang mit MDA individuell programmiert werden, um beispielsweise zu zeigen, ob ein Arbeitsplatz reserviert ist, ob es mal wieder Zeit ist zu lüften oder ob der Arbeitsplatz gereinigt werden soll. Neo und Neo Plus sind mit unterschiedlichen Lichtsteuerungen verfügbar. In der einfachsten Ausführung werden der Direkt- und der Indirektlichtanteil gemeinsam über einen Kanal gesteuert. Darüber hinaus sind auch Varianten mit Zweikanalsteuerung erhältlich, bei denen Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander separat eingestellt werden können. Neo Plus kommt immer in der Zweikanalausführung. Alle Varianten sind mit einem kleinen Taster neben dem Sensorkopf ausgestattet, über den die Leuchte bedient werden kann. Dazu gibt es 3 Standrohrvarianten: ohne Bedienelement, mit Einkanal-Bedienelement und mit Zweikanal-Bedienelement. Kommen wir zu den intelligenteren Aspekten von Neo, angefangen mit Alone at Work. Wenn im Großraumbüro nach und nach die Lichter ausgehen, entstehen um die Schreibtische einzelner Menschen herum regelrechte Lichtinseln. Dank der Sensoren weiß jede Leuchte, ob ein Arbeitsplatz besetzt ist oder nicht. Sollte es einsam werden, kommunizieren die Leuchten untereinander und regulieren die Lichtintensität so, dass sanfte Lichtwolken um die besetzten Arbeitsplätze herum entstehen. Kommen wir nun zum Star der Show, My Data Analysis 3.0. Bei der Lightpad-Stehleuchte ist das MTM-Modul als Zubehör erhältlich. Bei Neo haben wir es standardmäßig eingebaut und damit ideale Voraussetzungen geschaffen, sowohl MDA als auch die Regent Cloud nutzen zu können, ohne die Leuchte hardwareseitig nachrüsten zu müssen. Deshalb ist sie geeignet, aus einem Gebäude ein Smart Building zu machen oder ein bereits existierendes System zu erweitern. Jede Stehleuchte wird vernetzt, um lokal ermittelte Daten in die Cloud zu übertragen. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht verschiedene IoT-Dienste, wie zum Beispiel eine Echtzeitanzeige der Gebäudebelegung, damit freie Arbeitsplätze identifiziert werden können. Man kann aber auch darstellen, wenn Arbeitsplätze nicht gereinigt werden müssen, weil sie gar nicht genutzt wurden. Es kann mit Daten zur Raumluftqualität gearbeitet werden oder mit Asset Tracking können Gegenstände lokalisiert werden. Mit der Integration von MDA in jede Neo-Stehleuchte erleichtern wir unseren Kunden den Einstieg und die Aktivierung von Smart Building-Lösungen. Neo ist vom Anfang bis zum Ende durchgedacht. Der Aufbau und die Einrichtungen sind so einfach, dass es zum Verkaufsargument wird. Für die Montage von Kopf und Fuß werden lediglich 4 Schrauben benötigt. Der Fuß rastet ein und die Schrauben können befestigt werden. Der Kopf geht genauso einfach. Alle 4 Schrauben sind die gleichen. Dadurch wird Zeit und Geld gespart, wenn es darum geht, ein Gebäude mit neuen Stehleuchten auszustatten. Von der Fußplatte gibt es eine U-Version und eine T-Version. Damit können wir mehr als 95% der Anwendungsfälle im Standardangebot abdecken. Die Leuchte lässt sich manuell am Taster konfigurieren, das ist aber eher mühsam. Dafür haben wir jetzt Flash My Light. In dieser webbasierten App können die gewünschten Einstellungen vorgenommen und über das Blinken des Displays via Tageslichtsensor übertragen werden. Was früher Minuten dauerte, geht jetzt in Sekunden. Auch, weil mit Flash My Light mehrere Konfigurationen gleichzeitig übertragen werden können. Erfahren Sie mehr über die neue Stehleuchte Neo auf regent.ch.